Der ein oder andere wird sich nach dem ersten Video vielleicht gefragt haben, wieso denn die Begriffe Kapital, Recht und Ware, die ich eingangs eingeführt habe, noch gar nicht bestimmt worden sind. Der Hintergrund ist einfach der, dass ich diese Begriffe immer mehr charakterisieren will. Ich möchte also nicht von einer Definition ausgehen, sondern Gedankenbilder aufbauen, die mit diesen Begriffen in Beziehung stehen und dann mehr und mehr zu den begrifflichen Bestimmungen derselben vordringen. Das wird einige Videos benötigen, aber die Begriffe werden dadurch viel wirklichkeitsgesättigter, so hoffe ich zumindest. Also zunächst sind diese drei Begriffe, mit denen ich begonnen habe, Kapital, Ware und Recht, nur erste Markierungen von Bereichen, die im Verlaufe dieses Videokurses immer besser erfasst werden sollen. Ich möchte einen weiteren Gesichtspunkt einfügen. Wenn wir uns jetzt diesen oberen Bereich einmal angucken, dann kann man zeigen, dass der auch zwei unterschiedliche Qualitäten hat, die man mit subjektiv und objektiv in vielleicht einer etwas anderen Weise beschreiben kann, als wir das gewohnt sind. Denn unser verstandesmäßiges Denken, das die Einzelbegriffe aus der Welt aussondert und dann logisch versucht zu ordnen und in einen logischen, zunächst äußeren Zusammenhang zu bringen, das ist zunächst subjektiv. Erst wenn wir diese Begriffe in einen inneren Zusammenhang des Weltganzen wiederbringen können, und diesen Zusammenhang müssen wir durch eine innere Aktivität vernehmen lernen. Also wenn wir merken, es gibt etwas geistig Objektives, was den Dingen zugrunde liegt, dann kommen wir zu einem wirklichen Verstehen der Welt. Insofern haben wir hier zwei Pole, subjektiv und objektiv, also da, wo wir mit unserem Kopforganismus Dinge aussondern. Deswegen habe ich auch diesen blauen Kreis jetzt eingezeichnet und das Verstandesdenken, werden sie zunächst subjektiv. Und in gleicher Weise können wir unser seelisches Vermögen des Begehrens anschauen, denn da, wo das Begehren immer mehr zu Gier wird, wird dieses Begehren auch ganz subjektiv, während wenn es nur beschreibt, was aus den leiblichen Bedürfnissen hervorgeht und was dann zum Bedarf wird, dann bekommt es eine gewisse Objektivität. Und genau um diesen objektiven Bedarf, um den geht es eigentlich im Wirtschaftsleben. Das Wirtschaftsleben, wenn es immer mehr auf diesen subjektiven Pol der Gier aufgebaut wird, bekommt eine Dynamik, die nicht zu beherrschen ist. Insofern kann man auch hier wiederum dem aristotelischen Gedanken folgen, dass wenn der obere Teil, also der mit dem Denkvermögen zusammenhängt, nicht in der Lage ist, eben den unteren Menschen zu führen, dann wird der Mensch zum Sklaven seiner selbst, beziehungsweise wir werden heute zum Sklaven des Wirtschaftslebens, das alles in seine Bereiche hineinzuziehen droht. Jetzt sind wir gerade durch unseren Kopforganismus, in dem ja das Nervensinnesystem konzentriert ist, hineingestellt in eine weitere Umwelt. Wir nehmen gewissermaßen die äußere Sinnenwelt wahr mit unserem Sinnesapparat. Die Sinneswahrnehmung dringt in uns ein und dadurch, dass die Sinneswahrnehmung in uns eintritt, entwickeln wir Vorstellungen. Und diese Vorstellungen werden zunächst einmal Bilder, die wir festhalten können. Also es ist sehr wichtig, dass wir diese Bilder festhalten können, denn genau dadurch, dass wir ein Bild, das wir in der Vergangenheit erfahren haben, mit einem Bild, das wir gegenwärtig erfahren, vergleichen können, können wir auch die Zusammenhänge aufspüren und dadurch die Dinge überhaupt erst denken. Jetzt
ist aber ein gewisses Problem, dass dieses Festhalten heute wie übersteigert wird. Man könnte also sagen, etwas aus dem unteren Menschen, der mit dem Begehren zusammenhängt, greift über in den oberen Menschen. Also das Gier-Element, was ja auch ein übermäßiges Festhalten ist, greift über in den Verstand. Und das führt dazu, dass wir die Bilder, die wir entwickelt haben, nicht mehr loslassen können und nicht mehr verändern können. Und das führt zu Problemen, weil wir aus unserer inneren Aktivität diese Bilder nicht mehr selbstständig verändern können. Es gibt aber andere Menschen, die sehr genaue Beobachtungen dieser psychologischen Funktionen haben. Also diese Menschen sehen zum Beispiel, dass wir mit unserem Gefühl auf die Bilder reagieren. Und das ist eine richtige Beobachtung. Alles Fühlen entsteht dadurch, dass wir ein bestimmtes Bild von der Welt haben. Wir reagieren mit unserem Fühlen auf das Bild. Wir begehren dieses Bild, wir sagen, wir mögen dieses Bild, was in uns erscheint. Also wir mögen diese Sache, die wir jetzt uns vorstellen können, die unserem Wachbewusstsein erscheint, oder wir lehnen diese Sache ab. Das Fühlen ist ganz stark durch Sympathie und Antipathie geprägt. Und genau dieses Element, dass wir eben auf die Bilder mit unserem Fühlen reagieren, das kann sich die moderne Wirtschaftswissenschaft zunutze machen. Und zwar, man kann die Menschen manipulieren. Wir kennen das aus der Werbung. Die Werbung beruht eben darauf, dass sie uns bestimmte Bilder vermittelt und diese Bilder sollen möglichst unbewusst auf die Seele wirken. Die Menschen sollen gewissermaßen hineinträumen, fühlend hineinträumen in diese Bilder und es soll das Begehren nach einer bestimmten Sache geweckt werden. Man hofft also darauf, dass durch die Bilder, die man den Menschen gibt, ein bestimmtes Produkt so begehrt wird, dass die Menschen es dann auch kaufen werden. Aber dieses manipulative Arbeiten mit Bildern macht sich auch die Politik zunutze. Und eigentlich beruht die ganze moderne sogenannte demokratische Politik auf Manipulation. Diese Gedanken wurden eben zur Zeit entwickelt, als Rudolf Steiner seine Idee der Dreigliederung des sozialen Organismus vorstellte. Und in besonders scharfsinniger Weise kommen diese Gedanken in dem Buch von Walter Lippmann zum Ausdruck. Die öffentliche Meinung, wie sie entsteht und manipuliert werden kann. Walter Lippmann hat von 1889 bis 1974 gelebt. Er war schon als junger Mann Berater des damaligen US-Präsidenten Woodrow Wilson geworden. 1916 wurde er von ihm zum Berater berufen und Walter Lippmann konnte auch Woodrow Wilson davon überzeugen, das Friedensangebot, das 1916 die Mittelmächte den Alliierten vorgelegt haben, nicht angenommen wird. Einfach weil er erkannte, dass ein Frieden ohne Sieg dazu führen würde, dass Deutschland als wirtschaftlich immer stärker werdende Macht dann auch in Zukunft Europa kontrollieren wird. Und der Gedanke des America First war schon damals in den führenden Kreisen Amerikas präsent. Man ging eben davon aus, dass es immer eine Macht geben wird, die führend sein muss. Und dann war die notwendige Konsequenz daraus, dass die Macht, die man selber vertritt, die erste sein muss. Das hat also eine gewisse Tradition. Aber die Gedankengänge in dem Buch Die öffentliche Meinung sind durchaus bestechend. Und sie hängen mit der ganzen Art des Denkens zusammen, das sich in der Neuzeit ausgebildet hat. Es ist eben das Denken, was auf der verstandesmäßigen Ordnung der sinnlichen Erfahrung beruht.
wenn man einseitig von diesem Denken ausgeht, dann gibt es eigentlich nur den Weg, den Walter Lippmann aufzeigt. Und dieser Weg hat sich bis heute, und das könnte man an vielen Beispielen zeigen, durchgesetzt. Walter Lippmann beschreibt, dass eigentlich jeder Mensch aus den Sinneswahrnehmungen, aus dem Weltgebiet, das er beobachten kann, eine Art Pseudo-Umwelt aufbaut. Und in der Regel ist es eben so, dass der Mensch eben aus dem Bereich, aus dem er sozialisiert wird, eine bestimmte Anzahl von Begriffen über die Welt entwickelt und diese dann festhält. Und diese Pseudo-Umwelt, die baut zwar auf Beobachtungen der Sinneswelt, aber sie bleibt stehen. Sie erfasst nur einen Teil und verabsolutiert den. Und in der Regel sind die Menschen mit dieser Pseudo-Umwelt zufrieden. Sie entwickeln ihre Stereotypen daraus, sie entwickeln daran ihre Gefühle und handeln danach, was in ihrer Pseudo-Umwelt liegt. Und jetzt sah aber Lippmann, dass für eine Regierung das nicht ausreichend ist. Auch der Regierende steht in der gleichen Situation, dass auch er nur über eine Pseudo-Umwelt verfügt. Eben das, was aus seiner Sozialisation, aus seiner Art der Begriffsbildung bisher erfahren wurde. Er hat als Regierender aber nicht die Möglichkeit, jetzt jeden Lebensbereich, in dem er handelnd tätig wird, zu erforschen, weil da einfach die Zeit fehlt. Also ist er auf Experten angewiesen. Und diese Experten haben nun die Aufgabe, in dem jeweiligen Lebensbereich, in dem Maßnahmen notwendig werden, forschend tätig zu sein. Es müssen also Informationsdienste eingerichtet werden, so nennt er das auch, im Auftrag der Regierung, die immer bestimmte Lebensbereiche genau beobachten, die ein Wissen darüber vorhalten und möglichst daran arbeiten, dass die Pseudo-Umwelt, die natürlich auch ein Experte hat, sich immer mehr diesem Lebensbereich annähert. Und dann können diese Experten die Regierung beraten. Und jetzt besteht aber das große Problem, dass die ganzen Bevölkerungsgruppen auch in Pseudo-Umwelten leben und aus diesen Pseudo-Umwelten heraus ihre Gefühle entwickeln und nicht unbedingt das verstehen, was eine Regierung, die sich jetzt durch ihr Insiderwissen, durch die Experten, die sie hat, in einem bestimmten Bereich kundig gemacht hat und merkt, aus diesem Bereich sind diese und jene Maßnahmen notwendig, das oft nicht eingesehen werden kann. Das ist eben ein großes Problem. Er fragt sich also, wie kommen wir jetzt zu einem Gemeinschaftswillen? Wie kann das möglich werden, einen Gemeinschaftswillen zu schaffen? Und da sieht er eben, dass die Medien, die Presse, da eine sehr, sehr wichtige Vermittlerposition haben. Walter Lippmann war Journalist und er war einer der bekanntesten Persönlichkeiten in seiner Zeit im amerikanischen Raum und im englischen Raum. In Europa und heute ist er eigentlich nur Experten bekannt. Aber er war wirklich eine sehr einflussreiche Persönlichkeit, weil Walter Lippmann aber erkannte, dass man die Presse braucht, dass die Presse nicht willkürlich in irgendeiner Weise Interessen einzelner Bevölkerungsgruppen bedienen darf, weil dann entsteht Chaos. Weil er das erkannte, sah er, dass eben man daran arbeiten muss, dass die Presse geordnet Bilder entwickelt, durch die die Bevölkerung geleitet werden kann. Also es geht darum, die Presse in großen Zügen so zu beherrschen, dass die Presse Bilder an die Menschen heranträgt, die so wirken, dass sie das, was die Regierung tut, auch gutheißen können. Im Ersten Weltkrieg hatte man da sehr viel Erfahrung gemacht, gerade um den Kriegseintritt der USA zu rechtfertigen, musste die Bevölkerungsgruppe der Deutschen
in Amerika dazu bewegt werden, dass sie eben diesen Kriegseintritt nicht ablehnen. Das ging ja dann gegen ihr Herkunftsland. Und genau deshalb musste auch diese Gruppe so bearbeitet werden, dass sie zumindest dem Kriegseintritt nicht ablehnend gegenübersteht. Und da hatte man dann viele Möglichkeiten der Manipulation gefunden. Walter Lippmann sah eben keine andere Möglichkeit, als in dieser Weise zu agieren. Er sah aber auch die Problematik. Die Konsequenz seines Denkens war, weil die Menschen zum großen Teil ihre Bilder nicht selbst beherrschen, müssen diejenigen die Herrschaft über die Bilder übernehmen, die die Aufgabe haben, ein Land zu führen. Und zwar mit dem dahinterstehenden Expertenstab. Aber Walter Lippmann sah, dass das nicht unproblematisch ist. Denn die Frage ist zuletzt, wer wählt denn die Experten aus? Wenn die falschen Menschen die Experten auswählen, dann kann die Sache auch gründlich schiefgehen. Und sie ist auch immer wieder gründlich schiefgegangen, denn auch Goebbels im Deutschen Reich hat diese Methoden in einer ganz hohen Perfektion in dämonischer Weise angewendet. Also ist dann immer die Frage, in welche Hand gerät dieses Instrument. Also Walter Lippmann hat diese Gefahr erkannt. Auf der anderen Seite in seinem Denken, dass es eigentlich in der realen Welt nicht anders geht, dass ein Land die Führung übernimmt, und zwar dann möglichst das mächtigste Land und das Land, wo die Guten die Vorherrschaft haben. Aus dieser Denkweise musste er eben diese Methoden dann auch anwenden. Er hat sie dann auch angewendet, und zwar in einem ganz besonderen Fall. Er hat nämlich Woodrow Wilson beraten bei der Ausgestaltung des 14-Punkte-Programms, das im Januar 1918 dann als amerikanische Friedensinitiative vorgestellt wurde. Und Lippmann wusste genau, dass mit solchen Programmen ganz verschiedene Gruppen, und zwar jetzt nicht Bevölkerungsgruppen, sondern verschiedene Regierungsvertreter, auf eine Linie gebracht werden muss. Man hat ja die Verhandlungen der Alliierten gesehen, man hat die Interessen der Franzosen gesehen, man hat die Kriegsinteressen der Engländer gesehen, die eigenen Kriegsinteressen, man hat die Interessen der Mittelmächte gesehen. Und jetzt musste ein Programm formuliert werden, in dem für jede dieser Interessengruppen etwas drin ist, mit dem er sich verbinden kann. Und das hat er geschafft. Das große Problem bei diesem Programm war allerdings, dass es natürlich nicht auf Wahrheit beruhte, sondern dass es von vornherein auf Manipulation angelegt war. Man wollte durch bestimmte Bilder ein bestimmtes Ziel erreichen. Und letztendlich war das Ziel, die Regierung der Mittelmächte abzusetzen und durch Regierungen zu ersetzen, die man selber steuern kann. Und deswegen mussten die Bilder so gestaltet werden, also es sind jetzt Sprachbilder, die durch Worte geprägt werden, dass für große Bevölkerungsgruppen in Deutschland, die annehmbar waren, während die Regierung selber damit natürlich Schwierigkeiten hat, aber wenn sie sich in irgendeiner Weise darauf einlässt, das zu deren Untergang führt. Das führt Walter Lippmann in dem Buch Die öffentliche Meinung aus. Und genau das hatte Rudolf Steiner sehr, sehr früh erkannt. Er hat eigentlich schon 1917, also als das Programm noch gar nicht veröffentlicht war, auf diese ganze Denkweise hingewiesen, die von Amerika ausgeht, und hat dann immer wieder Warnungen, hatte Memoranden verfasst an die Österreich-Regierung, an die deutsche Regierung, um zu zeigen, dass wenn man diese Dinge nicht versteht, man unter
die Knechtschaft dieser Art der Anschauung geraten wird. Und Rudolf Steiner hoffte eben, dass doch eine gewisse Eigenständigkeit in Mitteleuropa erhalten bleibt, sodass ein Kulturleben sich entfalten kann, das eine andere Form des sozialen Miteinanders ausbilden kann, als das vom Westen, der eben sehr stark dieses verstandesmäßige Denken repräsentiert, ausgehen muss. Insofern ist diese Gleichzeitigkeit des Auftretens dieser Gedanken sehr wichtig und man muss diesen Gedanken mit dem konfrontieren, was der Gedanke Rudolf Steiners ist. Wenn man jetzt auf das Ende des Buches guckt, dann stellt auch Walter Lippmann die Frage nach der Vernunft. Und er geht da sehr stark auf Plato ein, er hat auch Philosophie studiert. Und wenn man das jetzt ein bisschen anders und einfacher ordnet, kann man sehen, dass die Experten oder die Informationsdienste eigentlich dem Bereich des Geisteslebens zugeordnet sind. Die Regierung, der im Einheitsstaat die Aufgabe obliegt, für alle Gemeinschaftsfragen Initiative zu ergreifen, insbesondere aber auch für die Verteidigung und für die Durchsetzung der Interessen des regierten Landes in der Welt steht, die, so glaubt man, muss diese Experten auswählen und bestimmen. Ja, sie muss daran beteiligt sein, einen Apparat aufzubauen, der eben für die verschiedenen Lebensbereiche die entsprechenden Informationen vorhält. Die Frage ist dann immer nur, macht es die einzelne Regierung oder stehen in dem Apparat oder hinter dem Apparat nicht noch andere Kreise, die ihre Experten an die entsprechenden Plätze platzieren? Die Bevölkerungsgruppen, die arbeiten in den verschiedenen Lebensbereichen und sind in dem Sinne wirtschaftlich tätig, sodass man eigentlich jetzt hier wieder in einer verwandelten Form die platonische Dreigliederung hat, die breite Bevölkerung als den Nährstand betrachtet, die Regierung selber als den Wehrstand, denn das Zentrum der Regierung ist immer die Exekutive, und zwar die militärische und die polizeiliche Macht. Die Informationsdienste stehen für den Leerstand. Wir haben also hier eine unverwandelte Dreigliederung, die eigentlich schon bei Platon formuliert war, nur dass wir hier nicht mehr Philosophenkönige haben, von denen Plato spricht, sondern die Philosophen sind zu Experten geworden, die in Teilbereichen ein gewisses Königtum haben und von da aus Einfluss auf die Regierung nehmen. Vermutlich haben alle Zuhörer dieses Videos in der Gegenwart schon einmal erlebt, wo solche manipulativen Tendenzen vorhanden sind. Zum Beispiel in der Politik oder besonders in der Presse. Meine Frage an Sie wäre, was treibt denn die Menschen, die zum Beispiel in die Politik gehen, an, in dieser Weise manipulativ tätig zu werden? Warum machen die das? Aber noch wichtiger wäre die Frage, wo tragen wir in bestimmten Situationen in uns selbst die Tendenz, manipulativ tätig zu werden? Also gibt es Situationen, wo wir selbst das Bedürfnis empfinden, soziale Prozesse so kontrollieren zu können, dass wir eben doch in die Autonomie anderer Menschen beginnen einzugreifen. Freilich, das wird sich kaum einer zugestehen wollen. Dennoch, wir tragen eine Form des Denkens in uns, die dazu führen könnte, dass wir in bestimmten Situationen, ohne das wirklich bewusst zu wollen, in dieses Manipulative hineingeraten. Und wir müssen uns fragen, was ist denn das für eine Art des Denkens, das uns dahin drängt? Darauf möchte ich im dritten Video eingehen.
Ich möchte zeigen, wie sich ein einseitig kontrollierendes Denken im sozialen Leben insbesondere da auswirkt, wo Menschen über eine gewisse Durchsetzungsmacht im sozialen Leben verfügen. Und ich möchte ein Bild entwickeln, das zeigt, wie gerade die Einseitigkeit dieses Denkens am Ende zur Auflösung unserer Demokratie führen muss. Im vierten Video hingegen möchte ich zeigen, wie neben dieses alles äußerlich kontrollierende Denken eine andere Denkform gesetzt werden kann, die wir aber bewusst entwickeln müssen. Und wenn wir diese Denkform bewusst entwickeln, die ausgleichen kann, was die andere Denkform, wenn sie sich einseitig entfaltet, im sozialen Leben bewirkt, dann können eben auch neue soziale Gestaltungskräfte ins Leben einfließen.